Dann starte ich doch mal. Das ist doch abgefahren. So. Du machst deine Masterarbeit bei Knauer. Warum? Ja, gute Frage. Das hat schon früh angefangen. Ich habe 2018 war es, auf der Messe, auf der Dep Supply in Münster, habe ich so ein bisschen rumgeguckt und ich wollte immer zu einem Geräthersteller und die Jessica, die war so sympathisch, dass ich irgendwie damals gedacht habe, da muss ich glaube ich hin und dann habe ich mich beworben. Okay, dann die nächste Frage. Welche Forschungsergebnisse überraschen dich wirklich? Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt ja fast am Ende meiner praktischen Phase und ja, es geht hier um sehr teure Standards und da sind einige Sachen, die wirklich beachtet werden müssen und das war mir vorher nicht klar und da bin ich jetzt doch noch mal ein bisschen besser geschult worden tatsächlich. Aber ja, das sind so Forschungsergebnisse. Das ist da. Okay. Kannst du in 5 Sätzen das Thema deiner Masterarbeit erklären? Natürlich für Nicht-Naturwissenschaftlerinnen oder Naturwissenschaftler. Ja, 5 Sätze. Ich hoffe, ich kann in der Zeit auch zählen, wenn ich das erzähle. Ja, also ich mache eine Methodenentwicklung für Cannabinoid-Analytik. Cannabinoide kennt jeder aus zum Beispiel Cannabis. Das kann man ja auch rauchen und Leute, die in Berlin wohnen, wissen das wahrscheinlich auch. Und eine Methodenentwicklung ist halt sozusagen in diesem Fall für die HPLC, also das, was Knauer halt herstellt. Und wir wollen auch quantifizieren, sozusagen wollen wir herausfinden, was genau an Prozentzahlen von den Cannabinoiden drin ist. Und es gibt sehr, sehr viele Cannabinoide und wir fokussieren uns jetzt gerade erstmal auf 6 unterschiedliche und da gehe ich aber jetzt nicht genau ins Detail, weil das wird dann für Nicht-Naturwissenschaftler ein bisschen komplex. Und ja, also eine Qualifizierung und Quantifizierung in diesem Fall. Jetzt. Glaubst du, dass Cannabis ein momentanes Trendthema ist und mittelfristig Medizin wird? Ja, auf jeden Fall, aber es ist nicht nur ein Trendthema und es ist schon Medizin. Also seit 2017 ist es in Deutschland zugelassen und sobald es halt im Medizinmarkt aktuell ist, gehen natürlich auch ganz andere Regularien mit dabei und das ist dann dazu halt kein Trendthema mehr. Also es ist halt schon im Pharma angekommen und dementsprechend ist es ein aufsteigender Ast sozusagen. Was war der blödeste Witz zu deinem Forschungsthema? Ja, alle Leute fragen dann natürlich, also nicht wirklich ein Witz, aber so, oh cool, du machst was mit Cannabis, geil, kannst du meine Proben auch analysieren? Das ist sozusagen das erste Thema, was kommt und ich bin so, nein, wir machen das reguliert und wir wollen nicht alles von der Straße analysieren. Danke. Wo bekommst du eigentlich deine Proben her? Ja, da habe ich am Anfang gar nicht so viel mit geplant. Das war Gott sei Dank hier schon von vornherein so ein bisschen besser geplant. Wir haben erstmal Cannabis aus Amsterdam bestellt, weil die haben das medizinische Cannabis schon länger auf dem Markt. Dann waren wir auf verschiedenen Messen unterwegs. Jetzt hier war ja die Mary Jane Messe in Berlin, dann die ICBC. Da haben wir uns auch Kontakte geholt und wir sind jetzt gerade in Kooperation mit der Firma Institut für Handanalytik in Österreich und von denen beziehen wir sozusagen auch Cannabisproben, die aber nicht THC enthalten oder unter dem Nutzhanf-THC von 0,2%. Und ja, CBD-Öle sind auch mit dabei, die haben wir auch von der Messe sozusagen. So. Was findest du am lustigsten an deiner Arbeit? Ja, dann ist schon die Frage. Gut. Meine Kollegen sind unglaublich lustig. Also da wird einfach sehr viel gelacht und es macht unglaublich Spaß, da zu arbeiten. Und, ja, man merkt halt einfach schon, das ist eine kleine Firma, jeder kennt jeden. Und so langsam kommt man auch rein, wenn man so 4 Monate mal hier war. Und ja, die Kollegen sind schon sehr lustig.